Es mag überraschend klingen, aber der regelmäßige Verzehr der falschen Nusssorten kann Ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um fast 50% erhöhen, besonders im höheren Alter. Diese Zahl ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern basiert auf jahrelangen Studien, die im Journal des American College of Cardiology veröffentlicht wurden. Das Beunruhigende daran: Einige der beliebtesten Nüsse, die viele zu Hause lagern, können still und leise den Blutdruck in die Höhe treiben, Entzündungen fördern, Arterien verstopfen und sogar den geistigen Abbau beschleunigen. Und das, obwohl viele ältere Menschen sie in der Annahme essen, sie seien gesund. Eine bestimmte Nuss, deren Name gleich genannt wird, enthält sogar ein giftiges Stoffwechselprodukt. Wird sie regelmäßig verzehrt, kann sie Leber, Nieren und geistige Leistungsfähigkeit schädigen. Wahrscheinlich liegt genau diese Nuss auch in Ihrer Snackdose, oft gepriesen in Low-Carb-Diäten, aber möglicherweise hochproblematisch für alternde Körper. Keine Sorge, in diesem Video erkläre ich Ihnen genau, welche Nüsse sicher sind, welche Ihr Herz und Gehirn schützen und von welchen Sie besser die Finger lassen sollten. Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende dran, denn über die gefährlichste Nuss gibt es eine dunkle Wahrheit, die kaum jemand anspricht. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, bevor wir starten. Schreiben Sie uns außerdem in die Kommentare, von wo aus Sie zuschauen. Kommen wir nun zu den 4 Nusssorten, die Seniorinnen und Senioren regelmäßig essen sollten. Platz 4. Die knochenstärkende Mandel. Für einen älteren Körper gehört die Mandel zu den wertvollsten Lebensmitteln. Dank ihres hohen Gehalts an Calcium und Vitamin E trägt sie dazu bei, die Knochen stabil zu halten. Mit zunehmendem Alter werden die Knochen poröser und brüchiger und Knochenbrüche können schwerwiegende Folgen haben. Besonders nach dem 65. Lebensjahr schreitet der natürliche Knochenschwund schneller voran. Schon eine Vierteltasse Mandeln täglich liefert rund 97 Milligramm Calcium und verlangsamt diesen Prozess. Außerdem beheben Mandeln häufige Magnesiummängel im Alter. Magnesium sorgt dafür, dass Calcium nicht die Arterien schädigt, sondern die Knochen erreicht. Hinzu kommen gesunde, einfach ungesättigte Fette, die den LDL-Cholesterinspiegel senken und so das Herz schützen. Meine Empfehlung: 15 bis 20 rohe oder trocken geröstete Mandeln ohne Salz pro Tag. Durch ihren hohen Ballaststoffgehalt helfen sie zudem gegen Verstopfung, ein Problem, das etwa 40% der älteren Bevölkerung betrifft. Besonders wichtig: Studien der Tufts University zeigen, dass Mandeln die oxidativen Schäden in Gehirnzellen vermindern können. Greifen Sie am besten zu Mandeln mit Schale, denn die enthaltenen Flavonoide wirken zusammen mit Vitamin E als doppelt so starke Antioxidantien. Eine kleine Warnung: Für Menschen mit Schluckbeschwerden können Mandeln ein Erstickungsrisiko darstellen, deshalb immer gut kauen. Platz 3. Die gehirnstärkende Walnuss. Die Walnuss erinnert nicht nur optisch an das Gehirn, sie ist auch eine der besten Nahrungsquellen für dieses Organ. Sie enthält besonders viel pflanzliches Omega-3, genauer gesagt Alpha-Linolensäure, mehr als jede andere gängige Nuss. Für ältere Gehirne ist das von großem Wert, da Omega-3-Fettsäuren die Zellmembranen stabilisieren und die Signalübertragung zwischen Nervenzellen unterstützen. In Studien zeigte sich, ältere Erwachsene, die täglich etwa 1,5 Unzen Walnüsse aßen, verbesserten innerhalb von 8 Wochen ihre geistige Schnelligkeit und Flexibilität deutlich. Eine neue Untersuchung, veröffentlicht im Journal of Nutrition, belegt außerdem, dass spezielle Polyphenole in Walnüssen das Fortschreiten von Alzheimer oder Demenz bremsen können, indem sie die Blut-Hirn-Schranke überwinden und Entzündungen im Nervengewebe direkt bekämpfen. Weniger bekannt ist, Walnüsse enthalten auch Melatonin. Da der Melatoninspiegel mit dem Alter scheidet und Schlafprobleme zunehmen, kann eine Handvoll Walnüsse vor dem Schlafengehen manchen Menschen zu einer besseren Nachtruhe helfen. In Walnüssen steckt die Aminosäure Arginin, die die Gefäße stärkt, und gleichzeitig wirken ihre Polyphenole gegen oxidativen Stress, eine unschlagbare Kombination für das Herz-Kreislauf-System. Regelmäßig gegessen können Walnüsse sogar die Wirkung von Blutdruckmedikamenten unterstützen und helfen, die Arterien elastisch zu halten. Am besten bewahren Sie Walnüsse im Kühlschrank auf, da ihre empfindlichen Öle schnell ranzig werden.
7 bis 9 Walnusskerne pro Tag reichen völlig aus. Das eigene Knacken trainiert zusätzlich die Feinmotorik. Lassen Sie sich vom leicht herben Geschmack nicht abschrecken. Er ist ein Hinweis auf die starke antioxidative Wirkung. Platz 2. Der blutdruckfreundliche Pistazie. Unter den Nüssen ist die Pistazie vielleicht die unterschätzteste, wenn es um den Blutdruck älterer Menschen geht. Sie zeichnet sich durch wenig Natrium und viel Kalium aus, rund 285 Milligramm pro Portion. Diese Mineralstoffbalance verhindert, dass die Nieren Salz einlagern und senkt den systolischen Blutdruck um 3 bis 5 Punkte, ähnlich wie manche Medikamente, nur ohne Nebenwirkungen. Darüber hinaus sind Pistazien reich an Lutein und Zeaxanthin, Carotinoide, die die Makula des Auges schützen und so die altersbedingte Makuladegeneration, die häufigste Ursache für Sehverlust ab 60, bremsen können. Auch die Zähne und das Zahngefleisch werden geschont, da Pistazien weniger hart sind als manch andere Nüsse. Ihre grünen und violetten Farbtöne sind nicht nur hübsch, sondern wirken durch Antioxidantien auch gegen das Alterungsprozess entgegen. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir durch das Schälen automatisch langsamer essen. Das verhindert Überessen und sorgt für ein bewusstes, fast meditatives Snackerlebnis, das auch die kognitiven Funktionen anregt. Laut International Obesity helfen die sichtbaren Schalen älteren Menschen, die Portionsgröße besser einzuschätzen. Wer unter Arthrose in den Händen leidet, kann auf halb geöffnete Pistazien zurückgreifen. Meine Empfehlung: rund 49 Pistazien am Tag, also etwa eine Unze, ungesalzen oder leicht gesalzen. Besonders wertvoll für die rund 25% der über 65-jährigen Amerikaner mit Diabetes oder Prädiabetes: eine Portion Pistazien liefert 3 Gramm Ballaststoffe und stabilisiert so den Blutzuckerspiegel. Platz 1. Die brasilianische Paranuss, ein Wundermittel für die Schilddrüse. An der Spitze steht die Paranuss, weil sie die Schilddrüsenfunktion unterstützt, ein oft übersehener, aber entscheidender Faktor für gesundes Altern. Eine einzige Nuss enthält 96 Mikrogramm Selen, das sind 137% des Tagesbedarfs. Viele Schilddrüsenerkrankungen bleiben ununterdeckt, weil ihre Symptome mit normalem Altern verwechselt werden. Dabei sind bis zu 20% der über 65-Jährigen betroffen. Selen ist unerlässlich, um Schilddrüsenhormone zu aktivieren, die wiederum Energie, Stoffwechsel und Müdlig regulieren. Darüber hinaus enthalten Paranüsse spezielle Fettsäuren, die die Myelinschicht der Nervenzellen erhalten. Da Myelin mit dem Alter abnimmt, können Reflexe, Reaktionsgeschwindigkeit und geistige Leistungsfähigkeit leiden. Die Paranuss hilft, das zu verlangsamen. Besonders interessant: Das Selen in Paranüssen liegt in organisch gebundener Form vor und ist für den Körper leichter verwertbar als synthetische Präparate. Weil sie so stark wirken, reichen 1 bis 2 Paranüsse täglich völlig aus. Mehr kann schädlich sein, da ein Übermaß an Selen Risiken birgt. Ihr cremiger Geschmack macht sie dennoch zu einem echten Genuss. Und am besten kaufen Sie sie noch mit Schale. Die Paranuss hat durch ihre natürliche Schale einen eingebauten Schutz, der die Nüsse länger bewahrt. Wegen ihres hohen Fettgehalts sollten Sie sie immer im Kühlschrank auffahren, damit sie nicht verdirbt. Die Kombination aus Ballaststoffen und natürlichen Ölen wirkt verdauungsfördernd und hilft älteren Menschen, die unter Verstopfung leiden. Während viele zu weniger nahrungsreichen Snacks angreifen, bietet die Paranuss mit ihrem süßlich-butterigen Aroma eine gesunde Alternative. Besonders bemerkenswert sind neue Studien, die zeigen, dass Antioxidantien in Paranüssen die Verkürzung der Telomere verlangsamen können. Telomere sind die Endkappen der Chromosomen, die mit dem Alter schrumpfen und den Alterungsprozess der Zellen beschleunigen. Für Menschen über 65 sind Paranüsse also ein ideales Lebensmittel. Kommen wir nun zu den Nüssen, bei denen Vorsicht geboten ist. Platz 4. Die Erdnuss, ein Entzündungsauslöser. Obwohl sie extrem verbreitet ist, birgt die Erdnuss im Alter erhebliche Risiken. Botanisch gesehen ist sie keine Nuss, sondern eine Hülsenfrucht, die im Boden wächst. Dadurch ist sie anfällig für Schimmel und Aflatoxine, giftige Stoffe, die die Leber schädigen und das Krebsrisiko erhöhen können. Da die Entgiftungsfähigkeit des Körpers im Alter abnimmt, verstärkt sich diese Gefahr.
Hinzu kommt, bestimmte Proteine in Erdnüssen können auch ohne Allergie Entzündungsreaktionen hervorrufen. Für ältere Menschen bedeutet das zusätzliche Belastungen für Gelenke, Herz und Gehirn. Ein weiteres Problem ist das Fettsäurenverhältnis. Die meisten Menschen nehmen ohnehin zu viele Omega-3-Fettsäuren auf. Erdnüsse verschärfen dieses Ungleichgewicht. Außerdem enthält die Erdnuss Vitamin K, das die Wirkung von Blutverdünnern wie Warfarin gefährlich beeinflussen kann. Handelsübliche Erdnussbutter enthält oft gehärtete Fette, Salz und Zucker, eine zusätzliche Belastung für Herz und Blutdruck. Selbst naturbelassene Erdnussbutter kann den Blutdruck erhöhen. Werden Erdnüsse falsch gelagert, oxidieren sie schnell und bilden freie Radikale. Beim industriellen Rösten entsteht zudem Acrylamid, das möglicherweise die Gedächtnisleistung beeinträchtigt. Auch wenn Sie bisher keine Probleme bemerkt haben, ist es ratsam, mehrere Tage pro Woche lieber auf Mandeln oder Walnüsse auszuweichen. Platz 3: Die Cashew, eine versteckte Zuckerfalle. Cashews sind wegen ihres hohen Kohlenhydratgehalts und ihrer glykämischen Wirkung besonders für ältere Menschen problematisch. Im Vergleich zu echten Baumnüssen enthalten sie weniger Ballaststoffe, dafür aber rund 9 Gramm Kohlenhydrate pro Unze. Da 25% der über 65-Jährigen Diabetes haben und fast die Hälfte Prädiabetes, können Cashews gefährliche Blutzuckerspitzen auslösen. Ihr guter Ruf als gesunde Nuss führt dazu, dass Senioren sie unbedacht in großen Mengen essen. Wegen ihrer geschmeidigen Form bergen sie zudem ein erhöhtes Verschluckungsrisiko, gerade bei Schluckbeschwerden. Auch ernährungsphysiologisch schneiden Cashews schlecht ab. Sie enthalten viele Oxalate, die die Calciumaufnahme im Darm hemmen und so Osteoporose begünstigen. Dasselbe Risiko erhöht sich für Nierensteine, die ab 60 besonders häufig auftreten. Zusätzlich verlieren Cashews bei der aufwendigen Verarbeitung, die nötig ist, um das Gift Uriosol zu entfernen, viele Nährstoffe. Viele Produkte im Handel sind zudem in Öl geröstet und stark gesalzen, was eine zusätzliche Gefahr für Herz- und Blutdruck bringt. Cashews enthalten außerdem Enzyminhibitoren, die die Eiweißverdauung erschweren, was für ältere Menschen besonders ungünstig ist. Ihre cremige Konsistenz macht es leicht übermäßig konsumierbar und begünstigt so Übergewicht. Besser ist es, Cashews durch Walnüsse oder Mandeln zu ersetzen, sie sind gesünder und nährstoffreicher. Platz 2: Die Macadamia, eine Kalorienbombe. Macadamianüsse sind die kalorienreichsten Nüsse überhaupt. Eine Unze liefert rund 200 Kalorien. Da der Stoffwechsel im Alter langsamer wird, wird das Gewicht halten zunehmend schwieriger. Hinzu kommt, dass die Gallenblase mit den Jahren an Effizienz verliert. Der sehr hohe Fettgehalt von Macadamias, etwa 22 Gramm pro Unze, kann so Gallenkoliken auslösen, besonders bei den rund 15% der Seniorinnen und Senioren mit unbemerkten Gallensteinen. Mit 3 Gramm gesättigten Fetten pro Unze belasten Macadamias zudem den LDL-Cholesterinspiegel, was für viele ältere Menschen ohnehin schon ein Problem ist. Ihre Härte stellt außerdem ein Risiko für Zähne, Kronen oder Brücken dar, gerade ab 65, wenn der Zahnschmelz schwächer wird. Ein weiteres Problem: Sie sind zu den teuersten Nüssen. Das verleitet viele ältere Menschen auf billigere, oft falsch gelagerte Alternativen zurückzugreifen, die oxidierte Fette enthalten. Handelsübliche Macadamias sind oft in Öl geröstet und stark gesalzen, was eine zusätzliche Risiken bringt. Ihr cremiger, buttriger Geschmack macht es leicht, zu viel davon zu essen. Viele glauben, Macadamias seien herzfreundlich, doch Studien über die herzschützende Wirkung von Nüssen beziehen sich selten auf stark fettreiche Sorten wie diese. Pistazien bieten für alternde Körper ein deutlich besseres Nährstoffprofil. Platz 1: Die Pinienkerne, gefährliche Wechselwirkungen. Pinienkerne gehören zu den problematischsten Nüssen für ältere Menschen, weil sie Substanzen enthalten, die mit mehr als 60% der verschriebenen Medikamente interagieren können. Das bedeutet, die Wirkung der Arzneimittel kann abgeschwächt oder deren Nebenwirkungen verstärkt werden. Besonders bekannt sind ungünstige Wechselwirkungen mit Statinen, bestimmten Antidepressiva und Blutdrucksenkern. Leider informieren viele Ärzte und Apotheker ihre Patienten nicht über diese Gefahr. Das sogenannte Pinion-Syndrom ist ebenfalls besorgniserregend. Es verursacht einen bitter-metallischen Nachgeschmack, der wochenlang anhalten kann. Für ältere Menschen kann das dramatische Folgen haben, weil Geschmacksveränderungen oft Appetitverlust und Mangelernährung nach sich ziehen.
Studien zeigen, dass bis zu 42% der Betroffenen deutlich an Gewicht verlieren. Da sich Geschmackssinn und Entgiftungsprozesse mit dem Alter verändern, sind Senioren häufiger betroffen. Pinienkerne enthalten viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die leicht oxidieren und entzündungsfördernde Substanzen bilden. Für ältere Menschen mit Krankheiten wie Arthritis ist das besonders ungünstig. Ihre kleine glatte Form erhöht das Risiko des Verschluckens, vor allem bei trockener Mundschleimhaut, die durch Medikamente begünstigt wird. Zudem hemmen sie durch Enzyminhibitoren die Eiweißverdauung, obwohl die Proteinaufnahme im Alter ohnehin schwieriger wird. Auch im beliebten Pesto sorgen sie durch ihre Kaloriendichte für eine Belastung der Gewichtskontrolle. Alarmierend, neuere Studien deuten darauf hin, dass bestimmte Pinienkernsorten altersbedingte Makuladegeneration beschleunigen können, die Hauptursache für Sehverlust im Alter. Fazit: Wer über 65 ist, sollte diese 4 Nüsse möglichst vermeiden. Denn die Wahl der richtigen oder falschen Nüsse kann im Alter entscheidend sein für Gesundheit, Energie und geistige Fitness. Denken Sie daran, kleine Veränderungen haben langfristig große Wirkung. Und jetzt sind Sie gefragt, haben Sie schon Erfahrungen gemacht, dass bestimmte Nüsse Ihre Gesundheit beeinflusst haben? Schreiben Sie Ihre Erlebnisse in die Kommentare, wir freuen uns sehr darauf.